Moin Moin aus dem Wunderland. Mein Name ist Wolfgang, bin hauptsächlich für Gleisbau zuständig, bin seit Anfang an dabei und heute zeige ich euch mal, was ich den ganzen Tag so auf der Anlage mache. Meine Aufgaben am Tag, also frühmorgens so gegen 8:30 Uhr komme ich dann irgendwann hier im Wunderland an, logge mich dann ein. Der erste Weg, den ich immer mache, das ist jeden Morgen dasselbe, gehe ich erstmal zum Leitstand hoch, mache mir die Bahnzentrale auf, um nachzuschauen, was wieder für kaputte Gleise, Weichen oder was nicht funktioniert. Dann schreibe ich mir die alle auf den Zettel, gucke vorher mal in die Gleisbilder durch, wo das dann ist überall. Das sind ja auch verschiedene Bahnen. Wir haben mittlerweile, glaube ich, 15 Bahnen oder sowas oder 20 sogar ganz sogar. Und da muss man natürlich erst schon mal gucken, wo sind denn die Weichen. Dann suche ich mir erstmal die aus, die am einfachsten zu machen sind, arbeite die dann erstmal ab. Ja, und ansonsten arbeite ich dann die Schritt für Schritt ab und dann kann es mal passieren, dass du halt am Wochenende oder auf dem Montag dann kommst und hast dann so 10, 15 Positionen, die du abzuarbeiten hast. Und nicht zu vergessen, Neubauprojekte, wie zum Beispiel Rio jetzt. Und die Brücke, wo später auch mal ihr rübergehen könnt, da werden natürlich auch Gleise gelegt, damit die Anlage natürlich auch da irgendwo einen Zugbetrieb hat. Und da werden wir dann auch Züge fahren, die es halt im Original, sage ich jetzt mal, nicht gibt, weil das ist eine reine Fantasiewelt. Ich habe ja auch noch einen richtigen Beruf gehabt vorher, wie alle anderen auch, die hier arbeiten. Und habe vorher Schaltschrank- und Transformatorenbau gemacht auf dem Gutenbergring hier in Hamburg. Und der zweite Chef von der Firma, der brachte mir der Zeitungsartikel an. Und da haben sie halt aus der Speicherstadt, die wollen halt eine Modelleisenbahn bauen und suchten halt Mitarbeiter. Und da hat er gesagt zu mir, mach das doch mal. Da habe ich dann angerufen, habe ich dann auch, ich glaube, Frederik selber sogar drin gehabt oder irgendein Mitarbeiter, weiß ich nicht mehr, wer das war. Und er hat gesagt, ja, wir schicken dir mal Unterlagen zu, gib uns mal die Adresse. Dann habe ich die Adresse angegeben, nach 2 Tagen, ich dann jeden Tag hier Hummel zu Hause, wann kommt denn nun endlich dieser Brief? Ja, und dann kam dieser Brief und dann habe ich mich abends tatsächlich 4 Stunden hingesetzt und habe dann erstmal die Fragen alle beantwortet, die da drin standen, war wie so ein richtiger Aufnahmeformular. Ja, und dann habe ich diesen Brief abgeschickt und habe dann so, ich glaube, Anfang, Mitte Dezember eine Absage bekommen. Aber auf die habe ich eigentlich schon theoretisch gewartet. Weil in ein bestehenden Familienunternehmen reinzukommen, das kann sich jeder vorstellen, das ist nicht so einfach. Aber nein, am 3.1. oder am 2.1., das war glaube ich ein Dienstag, wenn ich mich recht erinnere, rief mich dann tatsächlich Frederik Braun an und fragte dann, ohne sich vorzustellen, das war so seine Art am Anfang, haben Sie denn noch Lust und Zeit bei uns mitzuarbeiten? Zur Frühstückspause. Ne? Ich denke, hallo, wer sind Sie denn überhaupt? Ach so, Entschuldigung, ich habe mich vergessen vorzustellen. Da musste ich das erste Mal schon lachen. Ja, dann hat er das halt aufgeklärt und hat dann gesagt, Sie haben sich ja bei uns beworben im Dezember oder im November. Haben Sie denn noch Lust und Zeit? Ja, sage ich, Zeit habe ich sofort, Lust hätte ich sowieso. Wann kann ich anfangen? Naja, sagt er, morgen ist Mittwoch. Da ist unser Techniker auch im Haus, der das Ganze so ein bisschen leitet. Zu dem gehen Sie dann und dann können Sie sich mal unterhalten, wo Sie sich vorstellen können zu arbeiten. Ja, und dann, seit dem Tag bin ich dann dabei. Und das ist halt der 3.1.2001. Also ich habe jetzt über 20,5 Jahre hinter mir. Und ich muss eins dazu sagen, es macht genau noch so viel Spaß wie am Anfang. Und so bin ich zum Wunderland gekommen. Und dann habe ich dann gekündigt und habe dann, das ist jetzt kein Aprilscherz, am 1.4.2002 meinen Festvertrag unterschrieben. Die andere Firma hat dumm geguckt.
Ja, die generellen Probleme auf der Anlage, die sind vielfältig. Man weiß also für morgens, wenn man herkommt, gar nicht, was auf einen zukommt. Lassen wir mal die Reparaturen mal außen vor, die habe ich jeden Tag. Die sind auch teilweise manchmal nicht so schön, wenn man irgendwo unter einer Anlage muss, wo man nicht viel Platz hat. Also wenn man sich das mal so vorstellt, hier im Schattenbahnhof, da ist auch nicht viel Platz. Aber in der Anlage ist das teilweise noch viel schlimmer, weil man hat ja dann immer so 50 mal 50 Zentimeter Spanten, wo man dann rein muss. Dann hast du aber oben über dem Kopf schon wieder irgendeine Trasse und hast dann eine Blickfläche, die nur so aussieht. Also hier fahren dann halt die Züge lang und wechsle mal die Weiche, die da drauf ist. Da habe ich im Flughafen, ist das beste Beispiel, weil wir da so dicht unter der Platte langfahren, also wo die Flugzeuge und Autos langfahren. Und dann hast du noch die ganzen Motoren, die von oben kommen, die ganze Elektronik und Mechaniken, die da sind. Da kannst du teilweise gar nicht so weit rein. Und da wechsle mal eine Weiche. Da muss ich mit dem Spiegel ran. Und wer schon mal sich geschminkt hat zu Hause, die Frauen werden das wissen, für die ist das ein Klacks. Also das da so zu koordinieren, dass man die Gleise auch wieder zusammenkriegt oder die Weichen, das ist eine der größten Herausforderungen überhaupt im Wunderland, eine Weiche oder ein Gleis über Spiegel zu wechseln oder auszutauschen. Ja, die Anlage wird ja nun auch immer größer und irgendwann werde ich das auch alleine nicht mehr ganz wuppen können. Ja, und da habe ich jetzt vom Leitstand 2 Mitarbeiter gewonnen, den Chris und den Manu. Den Chris habt ihr ja vorige Woche schon kennengelernt. Was für mich wichtig ist im Moment für die beiden, dass die Gleise anständig verlegt werden, dass ich mal drüber gucken muss, okay, aber wenn ich jetzt selber mich noch hinstellen muss und muss das Ganze noch nacharbeiten, das möchte ich nicht. Also da sollen sie dann schon so ordentlich arbeiten, dass hinterher auch der Zug draufgestellt werden kann und feuerfrei. Und das haben sie ja auch beide gut hingekriegt. Also Gleisbau selber ist nicht schwierig. Das will ich mal gleich dazu hingestellt lassen. Nicht, dass ich das nur alleine kann. Also ich könnte mir vorstellen, es wird noch den einen oder anderen geben, den ich noch nicht kenne, der das auch hinkriegt. Eine Märklin-Weiche wechsle ich am Tag unter 90 Sekunden bei fahrendem Betrieb zum Beispiel. Glaubt mir auch keiner. Aber da hatte ich mal einen älteren Herrn am Hamburg-Abschnitt im Hauptbahnhof und der fragte mich dann früh morgens, war es noch nicht so ganz voll, oh, wie lange braucht ihr denn für eine Weiche zum Wechseln? Ja, sag ich, so 90 Sekunden, so einfach mal so hingesagt. Ne? Und guckt er mich so sparsam an und sagt, das glaube ich Ihnen jetzt nicht. Sag ich, und was wollen wir wetten um Kaffee? Ja, sagt er, mache ich mit. Ich bin dann runter, habe die beiden Weichen geholt, habe die aber unten schon vorbereitet. Also wenn ich die jetzt mit einem Seitenschneider noch bearbeiten muss, diese Trennung rein, das habe ich unten schon gemacht. Ja, dann habe ich die Weichen halt die Nägel rausgenommen, Antriebe die Nägel raus, der Zug ist rübergefahren. So, dann habe ich die beiden Weichen dann hochgebügelt. Also man muss dazu sagen, eine Weiche alleine hochnehmen geht nicht. Also du musst schon mindestens noch eine zweite Weiche mitnehmen oder zur anderen Seite. Also so um die 30, 40 Zentimeter Gleis musst du mit rausnehmen. Das geht gar nicht. Du musst es ja irgendwo rausbügeln können. Ja, dann habe ich die beiden Weichen rausgemacht, mir die dann angeguckt, dass die anderen Weichen auch genauso reinkommen, dass die Trennung auch alle ist. Die erste Weiche reingesteckt. Dann kam der Zug, habe ich die Lok umgelegt, dass der nicht drüber fährt, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Guckte er schon. Und dann habe ich die zweite Weiche runtergesetzt. Die habe ich dann nur mit einem Nagel erstmal fixiert, dass es erstmal fährt. So, und dann habe ich die Weiche einfach, die Weichenantriebe reingesteckt, noch nicht festgemacht, habe den Zug dann wieder eingekoppelt und habe den drüber wegfahren lassen. So sei ich fertig. Und es waren genau 90 Sekunden mit 2 Weichen. Der hat geguckt. Aber wir haben Kaffee getrunken, beide zusammen noch. Das haben wir dann gemacht. Ja, ja, das hat er ausgegeben. Das war super. Ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Eindruck gewähren, was ich den ganzen Tag hier so auf der Anlage mache. Nicht, dass der ein oder andere denkt, hier, ich liege den ganzen Tag nur auf dem Rollbrett rum und gucke mir die Züge von unten an. Na, so ist es nicht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann sprecht mich gerne an. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.